Melanie Brost ist auf der einen Seite offizielle Stadtschäferin von Offenbach, auf der anderen Seite sowas wie die Tierflüsterin von Rumpenheim im Mainbogen. Sie liebt ihre Schafe, aber auch die Kälbchen, Ziegen, Hühner, die inzwischen zu ihrer Herde gehören. Das ist die Lisbeth. Die Lisbeth ist eine Anglo-Nubia-Ziege und ihre Mama, die hat sie nach der Geburt nicht so gut angenommen und hatte auch nicht so viel Milch. Und deswegen kriegt die Flasche, aber ihre Mama, die rennt hier auch irgendwo auf der Wiese noch rum, also ganz allein ist sie nicht. Sieht aus wie die pure Idylle, zumal sich auch die Tiere offenbar alle gleichberechtigt fühlen. Jetzt geht die Kuh in die Hundehütte, ich glaub's ja wohl nicht. Hauptsache, jeder findet ein trockenes Plätzchen. Ist aber nur eine Seite der Medaille. Die 29-Jährige, die die ganze Arbeit hier neben ihrem Fulltime-Job bei den Stadtwerken Offenbach leistet, ist auch pragmatisch. Zum Beispiel beim Thema Schlachten. Mich macht es am Ende zufriedener, wenn ich weiß, ich kann mein eigenes Fleisch essen, als dass ich es vorher im Supermarkt einkaufen musste. Und das gehört für mich halt dann auch einfach dazu. Also habe ich immer die einen Tiere, die ich ins Herz schließen kann und festhalten darf. Und bei den anderen Tieren, die zwar dieselbe Aufmerksamkeit und alles bekommen, aber die darf man halt emotional dann nicht ganz so an sich ranlassen. Biologisches, gesundes Fleisch, frisch gesammelte Eier, ein Traum. Aber die Visionen von Melanie Brost gehen noch weiter. Sie sieht sich irgendwie auch als Menschenflüsterin. Die Kinder hier erkennen halt noch nicht mal mehr ein Schaf und die Mütter können auch weder ein Schaf von einer Ziege oder so unterscheiden. Und das ist teilweise einfach traurig und ich finde, dass man da halt einfach viel mehr aufklären muss, weil das so Sachen sind, die einfach selbstverständlich sein sollten. Trotz allem denkt Melanie Brost übers Aufhören nach. Denn für sie steht der nächste Winter gedanklich schon vor der Tür. Ohne Unterschlupf. Ja, die Frage ist halt, wie man so weitermachen soll, weil unter den Bedingungen, wie es aktuell ist, geht es halt nicht. Also eigentlich geht es nur wirklich darum, einen festen Standort zu haben, dass man sagen kann, die Tiere haben wirklich ein festes Dach über dem Kopf und man hat, wie gesagt, das fließend Wasser und Strom und ist einfach nicht mehr so abhängig davon, wie man sein Jahr zu planen hat. Wir glauben fest daran, dass sich so ein Standort finden lässt, vielleicht auch durch diesen Beitrag. Denn der Zuspruch der Menschen für die 29-Jährige ist riesig und der ihrer Tiere, naja, sehen Sie selbst.